Hallo, heute sind wir im Tiergarten Mönchengladbach. Ja, diesen Sommer haben wir auch wieder Nachwuchs bei unseren Zebramangusten. Seid nicht so aufdringlich. Seit 2 Jahren mal wieder. Wir haben also vor 2 Jahren unser Zuchtmännchen verloren aus Altersgründen. Der ist sehr alt geworden und dann war es dann irgendwann vorbei. Und dann haben wir aus Finsterwalde ein neues Männchen bekommen. Und das haben wir dann in die Gruppe integriert. Und das hat alles wunderbar geklappt und im darauffolgenden Jahr kann man dann eben sehen, dass das auch bei den Zebramangusten geklappt hat und gefunkt hat und wir jetzt eben Nachwuchs haben. 3 kleine, süße Zebramangusten. Bei denen ist das so, dass die Weibchen, wenn mehrere Weibchen Jungtiere bekommen, die zur gleichen Zeit bekommen. Das hat den Vorteil, dass eben sie zusammen die Tiere auf groß ziehen können, alle sie gleichzeitig beschützen können. Man hat sozusagen einen Kindergarten, um den man sich dann kümmert mit ungefähr gleich alten Tieren. Und, so ist es bei den Zebramangusten auch. Also da wird nicht nur der Kindergarten behütet und betreut, sondern auch die Mütter säugen also auch die Jungtiere der anderen Familienmitglieder mit. Und es wird immer jemand anders abgestellt, meistens ein männliches Tier, was dann eben aufpasst und eventuell Alarm gibt. Oder auch wenn die Jungen später mitlaufen und auf Futtersuche mitgehen, die sozusagen tatsächlich auch betreut und mit denen mitgeht. Ansonsten sind das Familiengruppen, die sehr eng zusammenhalten und die eine sehr gute Kommunikation haben. Die schlafen zusammen alle in einem Bau und wenn es morgens losgeht, sie aufwachen, kommen sie aus ihrem Bau und dann bereiten sie sich vor, begrüßen sich, markieren sich gegenseitig und dann geht es auf Futtersuche im hohen Gras und im Gebüsch und im Unterholz. Dann sucht jeder für sich und wenn dann einer zum Beispiel Alarm schlägt, weil eine Schlange da im Gebüsch ist oder ähnliches, dann gibt es einen ganz bestimmten Laut, der eben für Schlange steht und dann wissen die anderen Bescheid, oh, jetzt müssen wir auf der Hut sein oder wir müssen auch helfen. Die helfen sich also durchaus gegenseitig, wenn es um größere Beutetiere geht oder wenn auch gegen Feinde angegangen wird. Die sind also sehr wehrhaft und greifen sogar ihre eigenen Beutefeinde an und versuchen ihre Jungen zu verteidigen. Wir halten hier schon immer Zebramangusten eigentlich im Tierpark Mönchengladbach. Diese waren auch schon mal Teil einer Bachelorarbeit. Eine Studentin hat eine Arbeit geschrieben über blütenbestäubende Säugetiere. Das hört sich sehr ungewöhnlich an, fanden wir auch alle ganz erstaunlich, aber scheinbar scheinen auch Zebramangusten in Afrika Blüten zu bestäuben. Und die junge Dame hat also versucht rauszukriegen, welche Duftstoffe die Zebramangusten ganz besonders anziehen und ob das zu vergleichen ist auch mit den Pflanzen und Blüten in Afrika, die dort im Lebensraum vorzufinden sind. Es war also ganz spannend, sie hat immer verschiedene Duftsorten aufgebaut und die Zebramangusten durften dann frei wählen, beziehungsweise sie hat untersucht, welcher Duft als erstes aufgesucht wurde und ja, ganz spannend, ungewöhnlich. Sie war auch hier, hat Vorträge gehalten und die Arbeit, denke ich, dürfte auch mittlerweile beendet sein. Wie man gesehen hat, sind die sehr neugierig, müssen alles untersuchen, alles wird beschnüffelt, alles wird ertastet. Gibt es was zu fressen? Kann man das fressen? Und von daher ist es eben wichtig, auch, dass die Tiere beschäftigt sind hier über den Tag. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal das Gehege selber, wie es gestaltet ist. Wir haben hier ja diesen Hügel angelegt, das ist also reiner Lehm. Und wenn man sich hier die großen Löcher ansieht und die Höhlen,
Dann sieht man auch anhand der Krallen, die die Tiere haben hier, die graben sich ihre Tunnel selber. Wir haben natürlich hier welche angelegt, Tonrohre und auch Plastikrohre sind hier in dem Hügel verlegt. Aber die Tiere graben sich auch ihr eigenes Höhlensystem und je mehr sie arbeiten und bauen und graben, desto instabiler wird natürlich der Hügel. Und dann müssen wir also bestimmt alle 2-3 Monate den Hügel wieder aufschütten, das Ganze wieder verdichten, damit sie dann eben weiter arbeiten können. Also wenn wir hier fleißige Mitarbeiter haben, dann garantiert hier unsere Zebramangusten. Die sind also immer bei der Arbeit, ob es um die Futtersuche geht oder aber um das Gestalten des Geheges. Ja, Futtersuche, damit kann man sie auch sehr gut beschäftigen. Also man kann einfach tatsächlich das Futter verteilen, statt es in die Schüssel zu geben und dahin zu stellen. Oder aber verstecken, wie zum Beispiel in den Ball. Oder es werden Röhren aufgehängt, durch die sie durchklettern können. Gerade für die Jungtiere eine neue Erfahrung raufzuklettern. Dann können die eben auch auf den Baum klettern. Viele glauben das nicht, aber die können sehr gut klettern, bis hoch in die Spitze. Dann werden Sachen versteckt, aufgehängt, in Röhren gepackt, so dass sie eben Dinge auspacken müssen, aufreißen müssen, ausgraben müssen. Ganz besonders begehrt sind Eier, ganze Eier, ob gekocht oder auch roh. Die müssen natürlich dann erstmal aufgemacht werden. Das ist für so ein Tier nicht ganz einfach. Da wird gebissen, geschubst, gekratzt, geworfen, bis das dann irgendwann aufbricht. Und dann schlappern natürlich alle das Ei mit auf. Und jeder, denke ich, kriegt seinen Anteil dabei ab.
Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen und schreibt eure Fragen in die Kommentare. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.